Das Wasser, unendliche Weiten. Dies sind nicht die Erzählungen einer fernen Zukunft, sondern die Abenteuer des Team Hafenkino. Seine Mission, neue Häfen zu entdecken, unbekannte Seen zu erkunden und verborgene Ankerplätze zu finden. Mutig wagt es sich dorthin, wo zuvor niemand auf euch gewartet hat, um euch Teil dieser Reisen zu machen. Steigt an Bord und begleitet das Team Hafenkino auf seiner Reise durch die Gewässer der Niederlande, voller Abenteuer, Entdeckungen und unvergesslicher Geschichten. Doch bevor es losgeht, vergiss nicht, den Abonnieren-Button zu drücken, damit du keines unserer Abenteuer verpasst. Und nun lasst uns gemeinsam in ein neues Abenteuer starten. Wenn das Meer tobt, wenn der Sturm brüllt und die Wellen meterhoch über Deck schlagen, dann gibt es Menschen, die sich freiwillig ins Auge des Orkans begeben. Sie kommen, wenn andere längst kapituliert haben. Sie retten Leben und niemand spricht darüber. Die unsichtbaren Helden des Meeres. Gehen wir etwas in der Zeit zurück und beginnen bei der Katastrophe der Erika. Es ist unheimlich, wenn sich Geschichte zu wiederholen droht. Am 12. Dezember 1999 geschieht das Unfassbare. Der Öltanker Erika, ein altes Schiff des französischen Konzerns Total, kämpft sich durch die stürmische See vor der Bretagne. Der Kapitän entdeckt Risse im Rumpf, doch es gibt keinen Hafen, der ihn aufnehmen will, also steuert er weiter auf die Katastrophe zu. Dann geschieht das, wovor sich jeder Seemann fürchtet. Der Tanker bricht im Sturm auseinander. 37.000 Tonnen Schweröl strömen in den Atlantik. Schwarze Wellen rollen an die Küste, 400 Kilometer Strand und Klippen werden zur Todeszone. 150.000 Seevögel sterben, Fischer verlieren ihre Existenz. Der Schaden geht in die hunderte Millionen. Die Bilder von ölverklebten Stränden und verendeten Tieren brennen sich in das Gedächtnis Europas ein. Fast genau 25 Jahre später. Vor der Bretagne funkt der Chemikalientanker Larus einen Notruf. Die Maschinen streiken, die See ist rau, ein Sturm zieht auf. Der Kapitän wirft den Anker in einer Bucht nahe Brest, in der Hoffnung, auf Rettung warten zu können. Doch der Ozean hat andere Pläne. Der Sturm wächst zur Bestie. Die Wellen sind zu hoch für die gerufenen Schlepper, die Larus beginnt zu treiben. Die Küste ist nicht mehr weit. 13 Seeleute an Bord und sie wissen, wenn sie auf die Klippen geschleudert werden, gibt es keine Rettung mehr. Dann taucht ein dunkler Punkt am Horizont auf. Der Rettungsschlepper Abel Bourbon. Doch die See ist gnadenlos. Die Crew kann keine Schleppverbindung herstellen. Jeder Versuch scheitert an den haushohen Wellen, die das Schiff wie eine Nussschale umhertreiben. Doch aufgeben ist keine Option. Die Seepräfektur gibt einen letzten, verzweifelten Befehl. Ein Helikopter der Marine steigt auf, mit einem Team von Spezialisten an Bord. Männer, die mit Stürmen kämpfen, wie andere mit Bürokratie, die sich freiwillig dorthin bringen lassen, wo niemand freiwillig sein will. Der Helikopter erreicht den Tanker. Die Rotoren kämpfen gegen den Orkan, der Wind peitscht Salzwasser wie Nadeln durch die Nacht. Dann lassen sich die Retter hinab, auf ein Deck, das von Wellen überspült wird, das rutschig ist wie eine Eisbahn, das sich in alle Richtungen neigt. Sie haben nur Sekunden, um Halt zu finden, um nicht selbst ins Meer geschleudert zu werden. Und dann geschieht das Unmögliche. Im Brüllen des Sturms, unter unmenschlichen Bedingungen, schaffen sie es, eine Schleppverbindung herzustellen. Die Larus wird in Sicherheit gezogen. Die Küste bleibt verschont. Die 13 Seeleute überleben. Auch in Deutschland gibt es sie, die unsichtbaren Helden des Meeres, die Männer der Towing Assistance Teams, kurz TAT genannt, die unter höchster Gefahr trainieren. Die, wenn es darauf ankommt, sich in Stürme abseilen, um Schiffe und Menschen zu retten. Im Winter 2022 verhinderten sie, dass der große Frachter Vienna strandete. Sie befreiten den Containerfrachter Mumbai-Maersk, der vor Wangerooge festlag. Ohne sie wäre jede Sturmflut eine Wette auf das Glück.
Ohne sie wären Inseln, Küsten und Menschenleben dem Meer schutzlos ausgeliefert. Doch kaum jemand kennt ihre Namen, sie fordern keinen Applaus, kein Dankeschön, kein Rampenlicht. Aber wenn die Wellen toben und die Nacht vom Brüllen des Sturms verschluckt wird, dann sind sie da. Danke, dass es euch gibt. Aktuell stellt die Arbeitsgemeinschaft Küstenschutz dem Bund in der Nordsee den Notschlepper Nordic, 201 Tonnen Seeposition vor Norderney, und in der Ostsee die Notschlepper Baltic, 127 Tonnen, Station Warnemünde, die Fairplay 25, 65 Tonnen, Station Sassnitz, sowie das Ölwehrschiff Kiel mit Standort Kiel. Das sind sie, unsere unsichtbaren Helden des Meeres, einfach nur TAT genannt. Und doch so viel mehr.